Die navigierte TMS ist die einzige Methodik, die es Ihnen erlaubt, nicht invasiv den Cortex elektrisch zu reizen. Wir benutzen es in Berlin vor allem routinemäßig für die Planung von motorisch eloquenten Hirntumoroperationen. Und da möchte ich Ihnen unseren Ablauf zeigen, wie wir diese Eingriffe dann hochstandardisiert planen. Ja, wenn wir so einen Fall haben, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, das ist ein motorisch eloquenter Tumor ohne Kontrastmittelaufnahme, sicherlich kein einfach zu planender und zu operierender Fall, ist dann der erste Schritt, dass wir die navigierte TMS-Untersuchung durchführen. Sie sehen dann hier jetzt auch schon das Ergebnis von so einem Mapping. Wie gesagt, es ist ein kortikales Mapping. Wir können den Subkortex nicht untersuchen, aber den Kortex. Was Sie hier sehen, sehen hier wieder die Hypodensität des Tumors und dann hier diese bunten Punkte. Das sind die Areale, wo die TMS-Stimulation den primärmotorischen Kortex identifiziert hat. Also einmal für die Hand und dann hier weiter medial für das Bein. Ja, das ist eine sehr straightforward Untersuchung. Das Ergebnis ist direkt verfügbar und Sie können es dann unmittelbar im DICOM-Format in Ihre chirurgische Planungssoftware überspielen. Das sieht dann bei uns so aus und dann schließt sich auch schon die Risikostratifizierung an. Es sind 3 einfache Fragen, die wir beantworten wollen mit der Untersuchung. Die erste Frage ist der primärmotorische Kortex beteiligt durch den Tumor? Ist der invadiert? Die zweite Frage ist, wie nah ist die Pyramidenbahn an die geplante Resektionsgrenze approximiert? Und dann die dritte, ebenso wichtige Frage, wie steht es um die Funktionalität des motorischen Systems per se? In diesem Fall jetzt hier, den wir als Beispiel rausgesucht haben, wäre die erste Frage als grüne Box zu beantworten, weil der primärmotorische Kortex hier nicht infiltriert ist. Die Pyramidenbahn ist sehr nah an der geplanten Resektionsgrenze, weniger als 8 mm. Das ist im Augenblick basierend auf der aktuellen Studienlage der Cut-off-Wert, 8 mm Distanz zwischen Tumor und Tract. Und die dritte Frage bezieht sich auf die Erregbarkeit des motorischen Systems. Das sind die Werte, die Sie hier oben sehen, 86 Volt pro Meter. Das ist einfach die Stromstärke, die notwendig ist, um durch das motorische System auf der Tumorseite ein MEP auszulösen. Auf der Gegenseite sehen Sie den Wert 68, also eine signifikante Differenz. Auch das korrelierte mit einem erhöhten Risiko. Und damit ist dann die Risikostratifizierung für so einen motorisch eloquenten Tumor auch schon abgeschlossen. Sobald eine dieser Boxen nicht grün ist, ist es für uns ein Hochrisikofall, ein Fall mit erhöhtem Risiko, ein Fall, wo wir auf jeden Fall interoperativ auch Elektrophysiologie anwenden müssen. Im Umkehrschluss, wenn alle 3 Boxen grün sind, ist es ein Fall, den wir als niedrig risikoreich einschätzen. Das ist in unserem Patientenklientel in einem Viertel der Fälle der Fall. Wir haben uns jetzt gerade mal unsere letzten 30 Fälle motorisch eloquenter Tumore angeschaut und haben gesehen, dass alle Fälle in dieser Gruppe keine intraoperative Neurophysiologie dann hatten während der Resektion, 92% Gross Total Resection und keine neuen Defizite. Also ich glaube, da stimmte die Kategorisierung in niedriges Risiko. Andererseits, wie gesagt, wenn eine der Boxen rot ist, also 1 bis 3 rote Boxen, ist es ein Hochrisikofall. Logischerweise 3/4 unserer Fälle fallen in diese Kategorie. Und dort sehen wir dann auch, angesichts der Zeit habe ich das jetzt einfach mal wirklich nur die Hauptmessages zusammengefasst, dass wir in 2/3 der Fälle interoperativ dann auch MEP-Amplitudenprobleme sehen, entweder Amplitudenschwankungen oder auch MEP-Verlust, was sich auch widerspiegelt in der Rate von 14% permanenten Defiziten in dieser Gruppe und auch eine schlechtere Resektion. Ja, das sieht jetzt alles sehr logisch aus und so, so klar ist dieses Modell auch extra konzipiert, dass wir vor der Operation insbesondere diese Niedrigrisikofälle identifizieren können, die dann mit weniger Aufwand operiert werden können. Natürlich kann man auch im Einzelfall genauer hinschauen. Man kann diese Daten aus der TMS-Risikostratifizierung in ein statistisches Modell einspeisen und kann dann, wenn man das möchte, tatsächlich auch mit Zahlen für das Risiko einer motorischen Verschlechterung nach 3 Monaten arbeiten, wenn man mit diesem Resektionsausmaß misst. Es war in diesem Fall also 47%, fast 50% Risiko für ein neues Defizit nach 3 Monaten. Ja, das kann dann mit dem Patienten natürlich ganz transparent und basierend auf diesen objektiven Messwerten besprochen werden. Eine Möglichkeit, wenn man das Risiko minimieren möchte, wäre dann logischerweise, dass man das Zielvolumen der Resektion reduziert. Das ist der Status quo. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen kurz darauf eingehen, in welche Richtung wir denken, dass die Entwicklung gehen wird. Wir möchten gerne nicht nur einschätzen, ist es ein Hochrisikofall oder ein Niedrigrisikofall. Idealerweise möchten wir auch vorher genau wissen, an welcher Stelle der Operation es besonders risikoreich ist. Und ein
Eine Möglichkeit oder ein sehr vielversprechendes Tool, das genauer einzugrenzen, ist die Traktographie. Was Sie hier sehen, ist jetzt keine Standardtraktographie, wie sie kommerziell in Systemen erhältlich ist. Das ist ein bisschen ein komplexerer Algorithmus, der uns dann zum einen erlaubt, den kortikospinalen Trakt in seiner Gänze darzustellen und zum anderen Ihnen auch erlaubt, sehr dezidierte Analysen zu machen. Was wir hier sehen, ist eine segmentale Analyse des sogenannten FA-Wertes. Da müssen wir jetzt auf keinen Fall drauf eingehen. Es ist aber ein Surrogatparameter für die strukturelle Integrität des Tracts. Diese blaue Kurve hier, das ist der Verlauf des FA-Wertes auf der gesunden Seite. Hier oben am Kortex angefangen bis zum Hirnstamm. So verläuft der FA-Wert. Rot ist die Tumorseite. Und immer wenn die rote Kurve jetzt weiter nach links gewandert ist, bedeutet das, dass in diesem Segment der FA-Wert einen deutlichen Drop zeigt auf Tumorseite. Sprich, insbesondere hier ist die strukturelle Integrität des Tracts deutlich beeinträchtigt. Das ist die Schicht 14 und 15, das sind diese beiden Schichten hier, sodass wir, was uns das Bild an sich ja nicht zeigt, durch diese Analyse sehen, dass wir hier unten an dieser Tumor-White-Matter-Interface-Grenze damit rechnen müssen, dass dort die Pyramidenbahn sehr vulnerabel ist. Wenn Sie dann noch hingehen und wieder die elektrophysiologische Testung sozusagen durchführen und diese Tracts, wo Sie wissen, strukturell sind die schon beeinträchtigt, mit TMS adressieren und dann sehen, Sie brauchen hier wieder stärkere Stromstärken, um da überhaupt noch ein MEP auszulösen, als auf der Gegenseite, können Sie diese Informationen kombinieren und können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Sie hier unten Probleme bekommen werden während der Operation. Das ist ein neuer Ansatz, den wir jetzt gerade validieren, aber wir denken, dass es in diese Richtung gehen wird. Das lässt sich auch sehr leicht standardisiert durchführen und verbessert damit das Risikoprofil, eine weitere Individualisierung dieser Vorhersagekraft des Modells. Jetzt wird es noch eine Stufe komplexer. Wenn wir jetzt zum Sprachkortex wechseln und uns so einen links-perisilvischen Tumor angucken, da haben wir jetzt nicht nur einen Tract, da haben wir ein ganzes Netzwerk von Tracts, die funktionell wichtig sind. In unserer Arbeitsgruppe benutzen wir für diese 5 Tracts den Fasciolopus arcuatus, den Frontal Ascending Tract, den Inferior Fronto-Occipitalis, den Uncinatus und den Inferior Longitudinalis. Das sind die 5, die auch wiederum laut Studienlage im Augenblick am entscheidendsten sind für den Erhalt der Sprachfunktion. Nun ist es so, dass das erstmal als große Herausforderung erscheinen kann, diese Tracts anatomisch basiert vernünftig zu tracken. Wir haben kürzlich eine Anleitung publiziert, jetzt 2019 als Open Access in Acta Neurochirurgica, als Handzettel, wie man diese 5 Tracts auch im klinischen Alltag mit relativ wenig Mühe sich gut darstellen kann. Für jeden dieser 5 Tracts haben wir 2 anatomische Seed Regions definiert, die anhand anatomischer Landmarken auffindbar sind. Hier mal als Beispiel für den IFOF ist das hier einmal am Kopf des Nucleus caudatus und einmal am Hinterhorn am Beginn des Temporal Stem. Da setzen Sie Ihre Seed Regions hin, drücken auf Enter und bekommen einen schönen IFOF. Ja, und ähnlich einfach funktioniert das für die weiteren 4 Tracts dann auch. Aber da möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Sie können das dann gerne nachlesen bei Interesse. Und dann erhalten Sie so ein Bild dieser 5 relevanten Tracts. Der Tumor jetzt hier in grün segmentiert und Sie können hier in der lateralen Ansicht und dann auch in der medialen Ansicht sehr schön sehen, wie der Tumor sich ja wie in ein Nest in diesem Sprachnetzwerk positioniert und können vorher wiederum diese Tumor-White-Matter-Interfaces, das sind die kritischen Areale, relativ gut vorhersagen, welche Tracts bei der Operation in Gefahr sind. Im nächsten Schritt führen wir dann die kortikale Analyse durch. Jetzt haben wir nur das subkortikale Netzwerk. Wir möchten auch gerne die kortikalen Eintrittspunkte in dieses Netzwerk definieren. Und da können wir wieder die TMS-Stimulation benutzen. Ich habe hier ein kleines Video vorbereitet. Sie sehen gleich, wie dieser Patient Bilder benennen wird und ein paar Fehler dabei macht. Mal schauen, ob Sie das nachvollziehen können. Insel, Roboter, Ziele. Das war eine gezögerte Antwort. Staubsauger, Trompete, Uhr, so. Phonologischer Fehler. Knochen, Hut, Schere, Säge, Semantischer Fehler. Ziele, Gitarre, Stuhl, No Response. Staubsauger.
Ja, das ist so der Fächer an Fehlern, die wir sehen. Also das eine war ein kleiner phonologischer Fehler, Ur statt Ohr, bis zu ganz klaren Anomien, wo das Bild gar nicht benannt werden kann. Das Problem bei der Sache ist, wenn wir jetzt uns anschauen, wie dann so eine Landkarte aussieht. Sie sehen jetzt hier die Punkte, wo der Patient gerade die Fehler gemacht hat, die sind hier in bunt dargestellt, aber auch ganz viele graue Stimulationen, wo nichts passiert ist. Die Inzidenz TMS-induzierter Fehler ist relativ gering und noch schwieriger wird es dann bei der Interpretation. Sind das jetzt essentielle kortikale Eintrittspunkte in das Sprachnetzwerk oder sind sie vielleicht nur beteiligt und man kann sie resezieren? Das ist schwierig zu beurteilen. Deswegen ist unser Ansatz, dass wir diese kortikale Map in Zusammenschau mit der Traktographie uns dann anschauen. Und was wir jetzt hier sehen, sind jetzt hier die TMS-Punkte, wo Sprachfehler indiziert wurden, wieder das Netzwerk der Sprachfaszikel. Und unsere Interpretation ist im Augenblick so, dass wenn so ein TMS-induzierter Fehler hier so ganz frei rumfloatet, ohne Kontakt zum Kernsprachnetzwerk, ist er nicht essentiell für Sprache. Anders ist es, wenn er direkt am Arcuatus konnektiert, ist das sicherlich ein kortikaler Punkt, der relevant ist für den Spracherhalt. Diese Daten nutzen wir dann wiederum bei der Aufklärung des Patienten über das Operationsrisiko für die OP-Planung und dann intraoperativ, um, wenn wir denn eine Wach-OP machen, zielgerichteter vorgehen zu können. In dem Fall hat sich das dann auch bestätigt, dass hier Sprachfunktion war. Über dem Tumor selber war keine Sprachfunktion. Und dann in der Tiefe der Resektionshöhle, wo es ja meines Erachtens schon häufig schwierig ist, sich zu orientieren und zu wissen, wo man welchen Fehler zu erwarten hätte, hilft diese sehr hoch aufgelöste Traktographie mit diesen 5 Faszikeln sehr, sich zu orientieren und wiederum zu wissen, wo man welchen Faszikel zu erwarten hat. Hier unten sehen Sie auch so ein paar Nummern, da haben wir in der Tiefe dann einen Anteil des inferiören longitudinalen Fasziculus identifizieren können. Und somit komme ich auch schon zur Zusammenfassung. In der Interpretation möchte ich jetzt insbesondere dann auf das intraoperative Mapping und Monitoring eingehen. Wir glauben, dass zum einen die Traktographie in Kombination mit der navigierten TMS Ihnen hilft, zu entscheiden, wann IOM unbedingt notwendig ist und wann nicht. Es beschleunigt, vereinfacht das IOM häufig. Wie ich Ihnen gezeigt habe, für das motorische System können Sie relativ genau vorhersagen, wo Sie Probleme sehen werden, wo es bei welchem Resektionsschritt es zu MEP-Schwankungen als Beispiel kommen wird. Und der dritte Punkt bezieht sich vor allem auf die Wachoperation. Nicht jeder Patient ist geeignet für eine Wachoperation. Da ist so eine Planung mit Traktographie und TMS sicherlich besser, als vorher keine Informationen zu haben. Okay, Sie haben die Applikationen im Bereich der Onkologie gesehen und wir haben versucht, auch andere Applikationsformen zu finden. Vaskulär haben wir gemacht. Vaskulär war ganz okay. Aber was im Moment in Atem hält, ist die Anwendung spinal bei der zervikalen Myelopathie, die ja in der sozioökonomischen Bedeutung vielleicht ein bisschen größer ist als ein Hirntumor und von Neurochirurgen, Orthopäden und Unfallchirurgen operiert wird und eben auch eine steigende Anzahl an Fällen sieht. Die Frage, die man sich hierbei stellt, ist, was ist eigentlich die zugrunde liegende Pathophysiologie der Myelopathie und wie ist die Vorhersagemöglichkeit, welche Patienten werden sich verschlechtern und welche Patienten bleiben stabil? Weil die Natural History Daten sind sehr variabel oder sind unvorhersehbar. Nur ein Viertel wird sich verschlechtern. Ein Viertel sind also tatsächlich operative Kandidaten. Wenn man alle operiert, operiert man 75% zu viel. Gerade die Fälle, die sich zunächst mild mit einem guten JOA-Score präsentieren, sind diejenigen, wo wir immer überlegen. Und die Frage ist, welche von denen werden dekompensieren? Gibt es also zum Beispiel durch die navigierte TMS die Möglichkeit, die Patienten zu identifizieren, die ein höheres Risiko haben, sich zu verschlechtern, wenn sie nicht operiert werden? Dazu kommt noch weiterhin, dass der individuelle Verlauf der Myelopathie oder der klinischen Manifestation sehr unterschiedlich sein kann. Wenige dekompensieren ganz schnell, manche machen es linear, viele haben diesen oszillierenden Verlauf. Und das klinische Beispiel, was wir kennen, ist zum Beispiel 2017, 2 Patienten, ähnliches MRT-Bild, ähnliche Altersverteilung, beide mit einer milden Myelopathie. Und wir würden diskutieren, sollen wir die operieren oder nicht. Die Neurologen würden sagen, auf keinen Fall operieren. Wir würden sagen, wir haben keine guten Daten. Vielleicht würden wir sie auch erst elektrophysiologisch beobachten. Und diese beiden Patienten haben sich dann sehr unterschiedlich entwickelt. 2018, der hier ist rasch dekompensiert, JOA von 9, also schwer behindert oder deutlich eingeschränkt. Und hier, der ist stabil geblieben mit JOA 15. Und die Frage ist, können wir diese Patienten identifizieren, die sich verschlechtern werden? Und warum gibt es diejenigen, die stabil bleiben und diejenigen, die schlecht werden? Gibt es also eine Variabilität auf der funktionellen Ebene? Und das ist genau das Ziel gewesen, was wir mit der NTMS versucht haben herauszufinden. Können wir Tests entwickeln, um die Patienten vor allem im milden Bereich, im milden zervikalen Myelopathiebereich zu identifizieren, die eine Operation brauchen?
Das sind die Parameter, die wir untersucht haben. Wir haben eine Pilotstudie gemacht, die bereits publiziert worden ist im vergangenen Jahr. Und wir haben zum einen die Motor Area gemessen, also wir haben dieses Mapping-Areal mit positiven motorischen Antworten planimetrisch analysiert. Und wir haben dann noch verschiedene andere Parameter der Erregbarkeit und auch der Inhibition untersucht. 20 Patienten, wir hatten alle JOA-Score-Gruppen, wir haben es eingeteilt in diejenigen, die einen hohen JOA-Score hatten, größer 12, also die nur moderat bis gar nicht oder mild beeinträchtigt waren und die schwer beeinträchtigt waren, und wir hatten eine gesunde Kontrollgruppe. Und das sind die beiden Beispiele. Das ist der eine 58-jährige Patient, der sich dann deutlich verschlechtert hat. Und dann sieht man hier, dass diese Kurve sehr flach ist. Da wird nicht mehr viel rekrutiert. Und wir sehen vor allem, dass das Areal, das motorische Areal, relativ klein aussieht. Im Vergleich zu diesem Patienten, der stabil geblieben ist, der ein großes motorisches Areal hat und wo diese Kurve nicht mehr so flach, sondern eher steiler aussieht, als Hinweis, dass hier eine erhöhte Erregbarkeit ist und hier die kortikospinale Achse distal der zervikalen Kompression noch intakt ist. Wir haben also untersucht einmal die Erregbarkeit, einmal die Inhibition, und was wir dann gesehen haben, ist, dass vor allem in den Gruppen Kontrolle, mild, moderat, also in diesem Bereich, der uns interessiert, sich keine große Veränderung gezeigt hat. Hier waren alle Parameter stabil. Wir haben uns gefragt, warum diese Parameter stabil sind, wenn der Patient eigentlich schon klinische Symptomatik entwickelt. Erst wenn die Patienten wirklich schlecht werden, sieht man eine Veränderung, aber dann ist es auch zu schlecht als guter Surrogatmarker oder guter Parameter für die Entscheidung zur Operation. Was wir dann gesehen haben, hat uns relativ begeistert. Wir haben gesehen, dass sich alles im Bereich des Motorareals, im Bereich der Planimetrie kortikal, zentral und präzentral abspielt. Sie sehen hier den Kontrollpatienten und Sie sehen es immer unterteilt nach M1 und M2. Und die Kontrolle ist klassisch, es gibt ein definiertes Areal, was motorisch erregbar ist, und M2 ist still. Wenn Patienten dann eine zunehmende Rückenmarkskompression chronisch entwickeln, geht M1 etwas runter und dieser Verlust an Fläche wird ausgeglichen, indem dann M2 zusätzlich rekrutiert werden. Und in Summe bleiben die beiden dann in der Fläche gleich. Wir sehen also eine Aktivierung einer Reservekapazität. M2 ist die Reserve und die wird rekrutiert, wenn es im Bereich von M1 langsam einknickt. Dann aber irgendwann wird das ganze System einknicken, dann gehen M1 weiter runter und M2 geht verloren. Nochmal grafisch hier dargestellt, das feste Areal, zu dem vor allem M1 beiträgt. Dann gibt es mit zunehmender Kompression und verringerter Leitungsfähigkeit eine Kompensation über die Zunahme der Neuronen, die weiterhin feuern. Deswegen sind die Parameter im milden und moderaten Bereich alle gleich, wenn es um Erregbarkeit geht. Und irgendwann bricht das System dann zusammen. Und diese Rekrutierung des M2-Areals haben wir kortikospinale Reservekapazität genannt, in Analogie zur vaskulären Reserve, wo die Gefäße weit werden, wenn es chronische Ischämie gibt. Und hier noch einmal, wie das dann nach der Operation ist. Patienten sind operiert worden, präoperativ und Follow-up, präoperativ und Follow-up. Und man sieht das Runtergehen bei den Patienten, die einen hohen JOA-Score haben. Da wird das Areal größer und das normalisiert sich dann. Und hier sieht man ebenfalls auch eine Normalisierung. Und beides sind die Hinweise darauf. Am Schluss hat man nach der Operation wieder die alte Größe des Motorareals, die Hinweise darauf, dass diese Einschränkung, diese Reservekapazität reversibel angeworfen wird. Wir haben zwei Patientengruppen, bei denen sich gar nichts tut. Das eine ist die Kontrollgruppe, hier tut sich gar nichts, die nicht operiert wurde. Und das andere sind die Patienten, die bereits fortgeschritten eingeschränkt waren und sich nicht gebessert haben. Hier hat man auch keine Veränderung der Motor Area gesehen. Also wenn es keine Verbesserung klinisch gibt, dann ist die Motor Area eben auch nicht mehr reaktivierbar. Was wir als Schlussfolgerung gezogen haben, ist, dass wir mit der NTMS hier individuelle Muster der funktionellen Einschränkung gesehen haben, dass wir also verstehen langsam, wie das pathophysiologisch im Bereich der zervikalen Myelopathie funktioniert. Wenn wir Patienten identifizieren können, die entweder von einer Operation profitieren, weil sie noch sich erholen können nach der Dekompression, oder aber Patienten haben, die aufgrund einer bereits deutlichen Einschränkung keine Erholungskapazitäten mehr haben, dann haben wir eine klinisch wichtige Risikostratifizierung. Und wir wissen weiterhin, dass nach operativer Dekompression hier eine Erholung einsetzt, was dafür spricht, dass wir ein reversibles System haben und was die Plastizität der kortikospinalen Achse widerspiegelt. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir eine größere Studie durchgeführt haben, um das zu objektivieren, um das zu bestätigen. Die sogenannte CREAM-Studie, wo mehrere Zentren rekrutieren, 120 Patienten, und damit ist die Studie abgeschlossen, sind rekrutiert worden. Das Ganze ist von der DWG gefördert worden. Wir hatten die verschiedenen Einschränkungen im Bereich des JOA-Scores, unter 12 und über 17.
in diesen Zahlen rekrutiert. Die meisten wurden operiert. Und dieses Patientenkollektiv wird es uns helfen, jetzt in Zukunft unser Konzept der kortikospinalen Reservekapazität zu bestätigen. Danke für die Aufmerksamkeit.